Lena verlassen, weil sie keine Söhne bekam. Gebrochenes Herz. Wahre Geschichte. Folge 44. Guten Morgen, mein Schatz. Du schläfst noch. Brian, du bist heute früh aufgewacht. Ich möchte jetzt nicht aufstehen, ich bin ein bisschen müde. Keine Sorge, meine süße Frau. Ich werde Tee machen, du kannst weiter schlafen. Ich sollte Marie treffen. Ich kann ihren Ehemann nicht glauben. Ich hoffe, es geht ihr gut. Warum denke ich an sie? Sie war doch nur eine Fremde für mich. Ich habe ihr geholfen. Ich sollte nicht an sie denken. Oh Gott, ich kann nicht aufhören, an sie zu denken. Ich bin bereit, ich kann es kaum erwarten, Alexander zu treffen. Er ist mein bester Freund. Komm schon, ist er nur ein Freund für dich? Du kannst mir sagen, was du vor mir verheimlichst. Nichts. Ich verheimliche dir nichts. Sollen wir jetzt gehen? Ich verstehe alles. Du liebst meinen Sohn, stimmt das? Du errötest, Claudia. Warum hast du mir das verheimlicht? Ja, ich liebe Alexander sehr. Er ist meine Jugendliebe. Ich kann ihm meine Gefühle nicht sagen. Ich bin zu schüchtern. Ich liebe ihn sehr. Wirklich? Ich freue mich so für dich. Mögest du lange leben, ich mag dich sehr. Du bist perfekt für meinen Sohn. Ich werde dich unterstützen, du solltest nicht länger warten. Du musst Alexander von deinen Gefühlen erzählen. Vielen Dank, du hast recht. Ich werde Alexander von meinen Gefühlen erzählen. Lass uns jetzt gehen. Ich kann es kaum erwarten, ihn zu treffen. Ja, du kannst kommen. Marie ist zu Hause, du kannst sie mitnehmen. Du wirst mich nicht wieder necken. Gut, du kannst kommen. Ich werde warten. Guten Morgen. Guten Morgen, was machst du hier? Ist alles in Ordnung? Ich wollte zur Arbeit gehen, ich bin hierher wegen Marie gekommen. Geht es ihr gut? Und dir, wie geht es dir? Uns geht es gut, sie ist meine Frau. Ich liebe sie, bitte geh. Ich möchte Zeit mit ihr verbringen. Es geht ihr perfekt gut. Du kannst nicht so mit mir reden. Ich sorge mich um sie. Ich glaube dir nicht. Hast du sie wieder geschlagen? Ich habe sie nicht geschlagen, sie ist meine Frau. Ich mag es nicht, wenn du sie triffst. Warum sorgst du dich um sie? Wer ist sie für dich? Kannst du es mir sagen? Ich möchte sie treffen. Wo ist sie? Mir geht es gut. Mein Mann hat mich nicht geschlagen. Er liebt mich. Bitte nimm Platz. Gott sei Dank, dass es dir gut geht. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Wie geht es deinem Baby? Uns geht es gut. Ich sollte jetzt gehen. Hab einen schönen Tag. Pass auf dich auf, Marie.
Wie geht es dir, mein Sohn? Ich habe dich sehr vermisst. Mir geht es gut, Mama. Ich habe dich vermisst. Wie geht es dir, Claudia? Was für eine angenehme Überraschung. Mir geht es gut. Würdest du etwas dagegen haben, wenn ich für ein paar Tage hier bleibe? Überhaupt nicht. Du kannst hier wohnen. Sie ist Lena. Sie ist Lena, Matthäus Frau. Sie ist Mia. Schön, dich kennenzulernen. Bitte nimm Platz. Ich werde dir Tee bringen. Auch schön, dich kennenzulernen. Du bist sehr hübsch, Lena. Alex Abda hat mir von dir erzählt. Danke, ich bin gleich zurück. Ich fühle mich nervös, wird sie mich akzeptieren? Keine Sorge, sie wird dich akzeptieren. Sie scheint eine nette Person zu sein. Alexander wird heute mit seiner Mutter sprechen. Alles wird gut. Ich hoffe es. Ich werde Tee für sie machen. Wo ist Matthäus Mutter? Sie ist mit Lenas Mutter zum Supermarkt gegangen. Lena hat eine Tochter und einen Sohn. Julia ist sehr süß. Oh, ich verstehe, Alexander. Du wolltest mir etwas sagen. Ich bin jetzt hier. Was willst du mir sagen? Ich sage es dir später, ich möchte nur bei dir sitzen. Ich habe dich sehr vermisst, Mama. Gott sei Dank, dass du hierher gekommen bist. Deine Mutter war wirklich aufgeregt. Wo ist die Toilette? Sie ist dort drüben, Mama. Ja, du kannst kommen. Marie ist zu Hause, du kannst sie mitnehmen. Brian, wer ist dieser Mann? Er ist mein Chef, hör auf. Bitte mach ihm Tee. Ich brauche keinen Tee. Ich will deine Frau und dein Baby. Ich habe keine Zeit. Was für ein Unsinn. Geh sofort aus meinem Haus. Beruhige dich, mein Schatz. Er ist ein guter Mann, seine Frau wollte ein Kind. Du musst ihm nur dein Baby geben, das ist alles. Bist du verrückt geworden? Wie kannst du es wagen? Willst du mein Baby verkaufen? Wie kannst du es wagen? Schäm dich, das ist auch dein Baby. Du wirst dich niemals ändern. Ich hasse dich. Ich hätte dir nicht glauben sollen. Du wirst mit ihm gehen. Er wollte mich töten. Ich habe ihm sein Geld nicht zurückgegeben. Du musst mein Leben retten. Ich werde nirgendwo hingehen. Lass mich los. Ich werde bei Alex bleiben. Hey Mädchen, ich habe keine Zeit. Du musst mit mir kommen. Ich will dein Baby. Du kannst jetzt nicht mehr entkommen. Lass mich. Du kannst mir das nicht antun, ich bin deine Frau. Bitte tu das nicht. Ich flehe dich an. Alex, wer ist Mia? Ist sie hier zu Gast? Sie kommt aus dem Dorf, Mama. Sie ist ein gutes Mädchen. Ihre Mutter war die beste Freundin von Lenas Mutter. Mias Stiefmutter war grausam. Sie hat ihr Dorf verlassen und ist hierher gekommen. Sie macht leckeres Essen, Mama. Oh, ich verstehe, Alexander. Ich möchte mit dir sprechen.
Ich denke, du solltest jetzt heiraten. Ich kenne ein gutes Mädchen, sie liebt dich sehr. Ich habe dich nicht verstanden. Wovon sprichst du? Ich spreche von Claudia. Sie ist ein wunderschönes Mädchen. Ich mag sie sehr. Sie ist perfekt für dich. Sie liebt dich sehr, ich bin heute so glücklich. Du wirst sie bald heiraten. Ich glaube, sie gefällt dir auch. Claudia ist reif und schön. Sie ist ein. Warum bist du schockiert? Liebst du sie? Nein, Mama. Ich liebe sie nicht. Eigentlich mag ich jemand anderen. Sie ist ohnmächtig. Du kannst sie nehmen. Sie liegt jetzt in deiner Verantwortung. Bravo. Du musst mir mein Geld nicht zurückgeben. Du wirst deine Frau nie wiedersehen. Ich werde dich nicht necken. Ich muss jetzt gehen. Ich werde sie auf den Rücksitz setzen. Okay, ich werde dir helfen. Willst du mich auf den Arm nehmen? Wer ist dieses Mädchen? Ich frage dich etwas. Nein, Mama. Ich mache keine Witze, ich liebe jemanden. Ich weiß, Claudia ist ein gutes Mädchen. Sie ist nur eine Freundin für mich. Ich habe keine Gefühle für sie. Bitte, Mama. Bitte zwing mich nicht. Ich will dich nicht verletzen. Versuch bitte, mich zu verstehen. Ich bin deine Mutter. Du bist sehr unschuldig. Ich bin deine Mutter. Du bist sehr unschuldig. Mein Sohn, wer ist dieses Mädchen? Liebt sie dich auch? Ja, Mama. Sie liebt mich auch. Wir lieben einander. Sie ist ein gutes Mädchen. Ich weiß, dass sie dir gefallen wird. Ich kann Claudia nicht heiraten. Ich liebe sie nicht, Mama. Bitte sag ihr von meinen Gefühlen. Claudia liebt dich sehr. Sie ist hierher gekommen, um dich zu sehen. Sie würde alles für dich tun. Du kannst sie nicht gehen lassen. Liebe ist aufrichtig. Wer ist deine Liebe? Ich möchte sie kennenlernen und ihre Art verstehen. Heutzutage sind Mädchen oft sehr gierig. Sie ist Mia. Ich liebe sie. Du hast sie gerade erst kennengelernt. Sie ist ein gutes Mädchen. Wir lieben einander, Mama. Ich möchte sie heiraten. Ich wollte es dir erzählen. Ich liebe sie sehr. Mama, ich brauche deine Unterstützung. Alexander liebt mich nicht. Auf keinen Fall, Alexander. Du kannst Mia nicht heiraten. Sie hat ihr Dorf verlassen. Wir wissen nichts über sie. Claudia ist ein gutes Mädchen. Du musst sie heiraten. Sie liebt dich sehr. Du musst mir gehorchen. Ich liebe Mia. Es tut mir so leid. Ich kann Claudia nicht heiraten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu liken,
zu kommentieren und zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video.